Willkommen zurück hier bei Max Payne auf dem Couch Gaming Kanal, das Let's Play. Benny für euch vor der Kamera und am Mikro. Und ja, nach dem kranken letzten Teil, Alter, darf ich einfach mal... Oh nice, das konnten wir abschlagen. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Okay. Ich muss jetzt sehr, sehr vorsichtig gehen nach diesem kranken letzten Teil, wo wir echt einen absoluten Trip geschoben haben. Sind wir jetzt hier ordentlich vermöbelt worden von dem Baseball-Typen. Und ja, seinen Baseballschläger haben wir uns jetzt geschnappt. Und müssen jetzt hier irgendwie weitermachen. Wir müssen aber verdammt aufpassen, weil wir haben keine einzige Schusswaffe mehr. Deswegen alles ganz piano. Okay, hier kommen wir auch nicht lang. Da hinten kommen wir auch nicht lang, da müssen wir wahrscheinlich diesen Treppengang. Doch, hier kommen wir durch. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ach, verdammt. Das war schon mal gar nichts. Oh, Alter. Oh, oh, die kommen ja auch von beiden Seiten. Verdammt. Oh, shit. Alter, das ist, Leute, das ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Glaubt mir. Ich gehe jetzt mal kurz hier diesen Treppengang hoch. Ah, schade. Okay. Alter, mit 4 Leuten, die alle hart bewaffnet sind. Alter, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Müssen wir uns jetzt an denen vorbeischleichen, oder? Ey, ich hab keine Ahnung, ey. Das ist mir gerade ein bisschen zu... Alter. Ja, okay, kommt ihr rein? Alter, wie viel kommen denn da noch? Ah, das ist gar nicht so eine schlechte Taktik, die jetzt hier erstmal anzulocken und dann erstmal ein, zwei Leute mit dem Schläger zu vermöbeln. Das ist hart, ey. Das ist richtig hart. Aber wir wissen jetzt einen guten Trick. So, düdelü. Ja, jetzt kommt. Verdammt, das hat beim ersten Mal wesentlich besser geklappt. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir alles hin. Wundert euch übrigens nicht, warum ich öfters mal nach unten gucke. Ich will es euch kurz erklären. Bei den Zwischensequenzen schalte ich ab und an mal mein Mikro ab und ich checke immer mal wieder zwischendurch, ob das Mikro wirklich läuft. Weil nicht, dass ich hier die ganze Zeit mache und es kommt nichts an. Okay, und neuer Versuch. Kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Das dauert alles einen Moment, aber es bringt auch nichts, den beiden hier hinterher zu laufen. Nee, das meinte ich eben gerade. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen das wirklich so handhaben. Okay. Action Time. Wir müssen eine Waffe schnappen und weg von der Tür. Das dauert zu lange. Aber ich kann es ja nicht mit 4, 5 bewaffneten Leuten aufnehmen. Das wird nichts. Also, ich muss vorsichtig sein, aber wie soll das bitte gehen? Ja, eben.
Verdammt, wir hatten es fast. Wir hatten es fast. Ah, ich glaube, es war nur noch dieser eine Typ. Ihr seht also, es ist schon die richtige Taktik. Oder sind wir jetzt einfach mal so... Nee, okay. Ich darf da nicht reinlaufen. Ich darf definitiv nicht reinlaufen. Sorry Leute, dass es jetzt echt mal ein bisschen länger dauert, aber... das war gar nicht so schlau. Ah, verdammt. Ich darf da nicht reinlaufen. Und nicht zu weit in die Tür reingehen. Das waren 100%ig noch nicht alle. Leute, ihr wisst... Ich speichere jetzt trotzdem mal ganz kurz zwischen. Leute, ihr wisst aber ganz genau, da müssten doch 1, 2 kommen. Ja, das waren aber auch immer noch nicht alle. Der letzte... Wieder hakt es hier. Und ich bin der Meinung, es hat nichts mit meiner Maus zu tun. Es ist eher, wenn das Spiel... Ich speichere jetzt mal eben nicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch eleganter lösen können, gar keine Frage. Aber jetzt gerade nicht. Regale, Regale. Wir brauchen Painkillers. Wir brauchen dringend Painkiller. Na gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal mit dem einen zufrieden geben. Oh, Beretta. Wir haben aber keine Berettas. Ach nein. Oh, ja. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, Ingram haben wir zumindest schon mal wieder. Noch mehr Beretta, aber wir haben ja keine Berettas aufgesammelt. Hup. Vielleicht hat der Typ da hinten eine an sich gehabt. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ey, da haben wir auch, glaube ich, vorhin schon was aufgesammelt. Jede Menge Munition, Granaten, auch nicht schlecht. Und die Berettas, wunderbar. Ach, ich will sie wieder haben. Ja. Und noch ein Painkiller zum Reinwerfen, sehr gut. Kurzen Zwischenstopp und weiter geht's. Jetzt natürlich die Frage, haben wir hier auch noch einen Raum gehabt? Ja. Oh! Another newspaper caption for a murder scene. Nee, das verballern wir jetzt mal nicht dafür. Okay. Leere Holzkisten, super. Na gut. Okay, und die Zeitung. Frankie had left his calling card. A Captain Baseball bat boy strip next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Tja. Oh, da unten liegt ja noch einer. Und der liegt da anscheinend schon ein bisschen länger. Gut, nehmen wir mal meine Lieblingswaffen. Und dann begeben wir uns mal hier zum Fahrstuhl.
Speichern. Natürlich. Okay. Weiter geht's. Alter, hier werfen sie schon wieder mit Granaten um sich. Wo? Ach, da. Das kann ich auch. Verdammt. Alter! Will er mich verarschen? Mal ohne Witz. Also ich gehe bei jeder Scheißgranate sofort drauf. Und der überlebt das so ohne weiteres, oder was? Ja, da haben wir ihm gerade ganz schön fies wieder kassiert. Versuchen wir es mal hiermit. Na komm. Ich sehe doch, dass ihr wartet. Nein, sie sind da reingelaufen. Oh nein, jetzt haben wir noch mehr Leute an der Backe. Ich muss sie vorzeitig killen, sonst lauern sie mir da hinten auch auf. So. Hätten wir das schon mal? Oh, Hack. Ach, Scheiße. Das war doch eindeutig ein Kopfschuss. Wo geht's hier lang? Ja, na klar! Warte mal! Alter! Ah! Ich brauche eine Waffe, Die sehen doch gut aus. Puh, Leute. Da ist aber, glaube ich, noch einer drin. Kurzer Zwischenstopp. Wo ist er hin? Waren das jetzt doch alle drei? Nein, natürlich nicht. Es soll mich auch nicht weiter stören, aber... Entschuldigt. Ach Gott. Oh, endlich mal wieder Painkiller. Ja, ich heule ganz schön viel nach diesen Painkillern, aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie aufreibend das sein kann, dieses Spiel zu spielen und dann immer so kurz vor knapp immer die Parts zu schaffen. So. Jetzt sind wir mal wieder auf der Street. Hier finden wir nichts weiter Spannendes, okay. Okay. Nichts. Telefonieren können wir hier leider nicht, okay. Ich wollte gerade sagen, dieses Schild lacht uns doch schon so an. Na klar. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Ja, und kommt euch das zufällig bekannt vor? Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio?
That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Okay. Oh! Ich habe noch echt keine Zeit zum Überlegen. Und stirb. Ja, die Polizei war mittlerweile hier. Oh. Ja, hier wurden selbst die Leichen schon angekreidet. Und auch schon rausgeschafft. Das ist geil, was hier für zeitliche Sprünge auch teilweise sind. Also, es muss ja so rasant schnell gehen. More evidence that Punchinello didn't like me much. Na klar, nehmen wir gerne mit. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Okay. Also wurde dieser Frankie beauftragt, mich umzubringen. Und das scheint er zu The sein. hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Ja, und da sind ein paar andere Kollegen auch noch mit dabei. Und wisst ihr, was ich jetzt mal eben schnell mache? Abspeichern. Und ein paar Granaten reinwerfen, das kann eigentlich nie schaden. Oh! Alter! Da hat mich der Mann auf dem Pott überrascht, Alter! So ein Penner! Den hole ich mir jetzt als erstes. Oh! Wenn es eine Chance gibt, mal den zu holen. Warte, ich habe ein Geschenk für den. Was? Das ist eine Granate gewesen und der überlebt das? Ist klar. Scheiße. Hätte ja vielleicht eventuell hier neue geben können. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Warum stirbt er nicht? Übrigens, er stirbt. Das hat doch was. So. Ja, den Typ auf dem Pott schenke ich mir jetzt mal. Ich hoffe, der kommt jetzt auch nicht vorzeitig. Scheiße, da reinzuspringen bringt leider nichts. Okay. Verdammt. Der eine hat noch gefehlt. Der uns mit dem Baseballschläger vermöbelt hat. Der hat noch gefehlt.
Ja, der kann wieder ein bisschen mehr fressen, ist klar. Nun stirb doch endlich, Junge! Das war einfach nur Dummheit jetzt gerade von mir. Da hätte ich mich einfach nicht so in den Türrahmen stellen sollen. So ähnlich wie jetzt gerade. Aber einer ist hier auf jeden Fall noch mit drin. Nee, jetzt mal abgesehen von ihm. Da war doch noch einer. Ich muss endlich mal daran denken, aus diesem beschissenen Türrahmen zu gehen. So, die Chance nutzen wir aber auf jeden Fall mal, um gleich zu speichern. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Fast. Wir haben es jetzt fast, Leute. Fast. Wie viele Hits braucht er denn? Alter, wie oft habe ich den denn jetzt schon getroffen? 5 Mal? Und ich krieg direkt eine Packung immer mit. Das ist... Jetzt stirb endlich, stirb doch endlich. Ah. Sag mal, wie oft sollen wir den denn eigentlich noch treffen? Zwei. 3. Ich weiß echt nicht, wie oft der Typ denn gekillt werden soll. Ey, komm schon. Ist das sein Scheiß Ernst? Ich kann auf den Typen einschießen, wie ich lustig bin. Das gibt's doch nicht. Hier war doch der Toilettentyp. Wo ist der? Ah! So, jetzt haben wir ihn nochmal richtig im Visier. Komm, jetzt stirb endlich. Wie oft denn noch? Alter. Speichern. Unbedingt speichern. Ey, da kriegst du ja echt einen Knall mit diesem Frankie, ne? Der wievielte Versuch war das jetzt? Thank you, thank you. You've been a lovely eye.
bad enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Und jetzt sind wir auch schon im Chapter 2. Und, ja. Alter, nach diesen 500 geführten Versuchen. Punchinello messing with V is bad for business all around. Das hören wir uns But noch that's an. not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. So, und nachdem wir den Wladimir wieder getroffen haben und wir jetzt einen Auftrag für ihn erfüllen sollen, angeblich will er uns dann weiterbringen auf unserem Rachefeldzug. Ja, wir machen an dieser... Oh! Ach, das war auch einer der Bösen. Ich dachte, wir sind gerade irgendwo noch auf dem Metier von dem Wladimir. Metier von Wladimir. Gut. Das haben wir jetzt noch so weit mitgenommen. Wir machen mal wieder einen kleinen Break an dieser Stelle, liebe Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Besucht unsere Kanäle bzw. unsere sozialen Plattformen, Kanäle. Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut, Leute. Bis dann.